Einen wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu meinem Kanal. Nicht nur auf meinem Kanal, sondern zu meinem Kanal. Ihr seht, es tut sich momentan wirklich viel hier. Zertifikate, ja, das ist das heutige Thema, sieht man schon an der Überschrift. Worum soll es gehen? Das will ich ganz kurz erstmal klären und dann, wie ihr so ein Ding bekommen könnt. Was sind also Zertifikate? Ich will euch quasi bescheinigen, dass ihr was könnt. Dass ihr was könnt, das bedeutet in dem Fall nicht, dass ihr irgendwie Theoriewissen habt, sprich meine Serien nur durchgeguckt habt, sondern es soll auch wirklich eine praktische Arbeit sein, die ihr dann gemacht habt. Und das ist natürlich was, was gleich mehrere Vorteile hat, komme ich sofort zu. Wozu soll das irgendwie gut sein? Das ist zum Beispiel für euren Berufsweg. Also zum Beispiel viele schreiben in ihren Lebenslauf rein, hey, ich spreche fließend Python oder ich spreche fließend Java. Das ist schön und gut, aber für einen Arbeitgeber ist es immer das Problem, tut er das auch wirklich? Kann der, was er da sagt? Das muss man dann irgendwie rausfinden. Und durch die Zertifikate, da möchte ich dann eben genau diese Möglichkeit geben, zu bescheinigen, dass ihr auch wirklich in der Gruppe gearbeitet habt, an einem Projekt, was dann auch wirklich öffentlich sichtbar ist, was man dann auch wirklich sozusagen benutzen kann. Und genau dafür sind die Dinger da. Das heißt, ihr könnt dann am Ende eurem Arbeitgeber sagen, hey, ich kann das auch wirklich, schau mal hier. Und ich glaube, das finden viele Arbeitgeber ganz cool. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und da hieß es, ja, die meisten Arbeitgeber finden es eigentlich von Vorteil oder bei den meisten Arbeitgebern ist es von deutlichem Vorteil, wenn man solche Zertifikate hat. Für manche Arbeitgeber ist es einfach mehr oder weniger gleichgültig. Genau. So, jetzt denken wahrscheinlich von euch viele, ja, warum brauche ich eigentlich jetzt schon ein Zertifikat? Ich bin noch in der Schule. Für die Leute soll es auch einfach eine Möglichkeit sein, praktische Aufgaben zu bearbeiten, neue Leute kennenzulernen, die vielleicht dieselben Interessen teilen und so weiter und so fort. Also da wollen wir dann eigentlich auch Gruppenprojekte machen, zum Teil zumindest, nicht alle, aber manche werden Gruppenprojekte sein, wo ihr dann in der Gruppe mit den anderen Leuten zusammenarbeitet an einem Projekt. Das heißt, ihr lernt auch gleichzeitig Teamarbeit und das steht dann eben auch drin in dem Zertifikat. Also da steht nicht nur drin, hat eine Webseite im Frontend programmiert, sondern eben auch mit welchen Technologien und im Team oder alleine. Genau. Das ist natürlich auch eine wichtige Fähigkeit für Programmierer oder Informatiker, dass sie im Team arbeiten können, weil das ist eigentlich das, was wir später hauptsächlich machen. Gut, und ja, genau sowas möchte ich eben dann auch erreichen sozusagen für die Leute, die vielleicht nichts mit IT oder Informatik direkt zu tun haben wollen. Ich will vielleicht auch anmerken, dass es zum Beispiel Biologen gibt, die programmieren müssen. Also es gibt wirklich Bioinformatik mittlerweile und das ist eigentlich so der Hauptteil von Biologie. Wenn man irgendwie was mit Genomen macht oder Genetik macht, dann macht man eigentlich heutzutage viel mit Bioinformatik. Nur als Beispiel, BWLer brauchen das auch ständig und so weiter und so fort. Also fast jeder braucht das. Und ich möchte natürlich die Zertifikate nicht unbedingt nur aufs Programmieren oder sowas beschränken, sondern ich will vielleicht auch noch ein bisschen breiter werden sozusagen und dann auch irgendwie in die anderen Richtungen reingehen. Aber hauptsächlich natürlich erstmal Programmieren. Gut. Jetzt, warum ist es besser als irgendwie andere Zertifikate? Also ich meine, man kriegt ja online immer mal wieder mit, hey, es gibt ein Zertifikat für, keine Ahnung, Pentesting oder sowas. Dann mache ich doch lieber das. Ja, warum ist vielleicht so ein Zertifikat nicht unbedingt besser? Ganz einfach, diese Zertifikate sind häufig nur Theorie. Das heißt, man kriegt wirklich einen Fragebogen vorgelegt und muss den dann erfüllen. Also wirklich Kreuzchen setzen. Häufig ist es sogar ein Ankreuztest und von denen halte ich persönlich quasi gar nichts, weil die, ähnlich wie Uniwissen, bescheinigt einem einfach nur Theorie, aber nicht, dass man es unbedingt anwenden kann. Das ist für manche Fachgebiete sinnvoll, für die man zum Beispiel nicht unbedingt direkt eine praktische Aufgabe hat. Aber ich meine, warum lernt man Dinge, für die man nicht unbedingt eine praktische Aufgabe hat, ne? Außer für die Uni. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Das heißt, ich will da vielleicht auch, sagen wir mal, nicht nur die Theorie in den Vordergrund stellen, sondern auch einfach die Praxis und das, was man auch später tatsächlich macht, wenn man in dem Beruf drin ist, das soll dann gemacht werden. Und für viele ist es einfach auch eine Möglichkeit, quasi ihr Portfolio zu erweitern. Genau. Und das sozusagen zu beweisen. Ihr seid natürlich dabei nicht auf euch alleine gestellt. Das heißt, ich will euch dabei unterstützen und jederzeit natürlich auch die Fragen klären, die vielleicht aufkommen. Ich möchte als Beispiel vielleicht mal das Community-Projekt nennen. Das ist jetzt schon deutlich über ein Jahr am Laufen und wir treffen uns wirklich einmal die Woche und klären da irgendwelche Fragen, die aufgekommen sind und so weiter und so fort. Das Community-Projekt wird euch heute noch häufiger um die Ohren fliegen wahrscheinlich. Gut, jetzt, genau, vielleicht stellt ihr euch es am besten so vor, wie jetzt zum Beispiel, wenn ihr an der Uni
ein betreutes Projekt habe, das gibt es da auch. Und da gibt es immer so eine kleine Gruppe, die arbeitet dann zusammen an irgendwas. Und einmal die Woche zum Beispiel setzt man sich mit einem Betreuer zusammen und regelt vielleicht Fragen oder sowas. Und der sagt einem dann die nächsten Schritte, die man vielleicht dann machen sollte, um diese Probleme, die man da hat, zu umgehen. Und das wäre so genau das, was ich eben auch machen möchte hier. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, falls ihr meine Kompetenz in Frage stellt. Ich habe auch schon Studenten betreut, die dann eben genau sowas gemacht haben. Und speziell beim Community-Projekt habe ich natürlich auch zum Beispiel Tutorial-Reihen nur fürs Community-Projekt angefertigt, weil wir gesagt haben, okay, es macht vielleicht Sinn, diese Technologie noch zu verwenden. Dann habe ich da mal eben eine Tutorial-Reihe, mal eben ist gut, hat schon eine Weile gedauert, aber egal, habe ich dann dafür angefertigt, um dann eben dieses Projekt auch sinnvoll zu betreuen. Also ich bin schon motiviert, so ist es nicht, keine Sorge. Okay. Machen wir weiter, wie soll das Ganze ablaufen? Das ist, glaube ich, das, wo viele sich so ein bisschen Fragen stellen. Und dann werden wir uns noch kurz mit FAQs beschäftigen, also vielen Fragen, die einfach wahrscheinlich aufkommen werden, damit ich die gleich getackelt habe. Und dann kommen wir schon zum ersten Projekt, das wir da eben aktuell haben. Gut, gucken wir uns mal kurz den Ablauf an. Ist eigentlich relativ simpel. Ich veröffentliche eine Aufgabe, also irgendeine praktische Aufgabe, bei zum Beispiel YouTube als Textpost, beziehungsweise was heißt Beispiel? Bei YouTube als Textpost, bei Twitter, bei Facebook, bei Discord. Habe ich was vergessen? Wahrscheinlich habe ich was vergessen. Ich werde es dann einfach als Textpost überall veröffentlichen. Achtet darauf, ich werde kein Video dazu machen. Das heißt, ihr müsst regelmäßig einfach mal eure Inbox sozusagen checken. Denn in dem Video würde ich quasi nichts dazu sagen. Ich würde einfach echt nur sagen, hey, schau mal hier, neue Aufgabe. Hier ist eine Beschreibung, lest es euch durch und kontaktiert mich, wenn ihr Bock habt. Also das ist halt alles, was ich da sagen würde. Deswegen, Textpost reicht völlig aus. Wenn ihr Bock auf diese Aufgabe habt, dann schreibt ihr mir per Discord. Und ja, die Links sind alle in der Beschreibung, werde ich auch jeweils bei den Textposts beipacken. Wenn ihr darauf Lust habt, dann kontaktiert ihr mich einfach, zum Beispiel Discord, E-Mail, whatever. Und wir regeln dann alles weitere wirklich im privaten Chat, machen vielleicht schon eine Gruppe auf für in Discord, wenn es irgendwie eine Teamarbeit ist. Dann sollt ihr natürlich da auch irgendwie die Ansprechpartner direkt haben. Und dann machen wir die Theorieprüfung aus, also quasi einen Termin, wo dann auch wirklich das Theoriewissen abgefragt wird, dass ich sozusagen feststellen kann, dass ihr fit seid für diese Aufgabe sozusagen. Dass ihr nicht einfach gerade quasi mit Python angefangen habt. Und ja, dann wollen wir da eben quasi das sozusagen überprüfen, diese Theorie oder das theoretische Wissen. Vielleicht, je nachdem, wenn es zum Beispiel um Python geht, auch mit ein oder zwei kleinen, mini-kleinen praktischen Aufgaben. Und anschließend geht es natürlich an die Bearbeitung von dieser praktischen Aufgabe im Team oder alleine, je nachdem, das kommt immer auf die Aufgabe drauf an, das wird auch immer dabei stehen. Das steht dann auch übrigens auf eurem Zertifikat dabei, ob ihr das Ganze alleine bearbeitet habt oder ob ihr es im Team bearbeitet habt und so weiter. Cool. So, jetzt fangen wir direkt mit den Fragen an. Wie schwer werden die Prüfungen? Naja, die Prüfungen werden schon nicht einfach werden, also die Theorieprüfung meine ich hiermit, die werden schon nicht einfach werden, weil ich natürlich auch testen möchte, wie fit ihr sozusagen seid auf dem Gebiet. Denn, ja, es sollen immerhin quasi eine Bescheinigung für diese Sachen sein. Es soll nicht als Übung dienen, um quasi in die Sprache reinzukommen, sondern als Bescheinigung, dass ihr die Sprache beherrscht. Und um eine Praxisaufgabe zu beherrschen, muss man natürlich auch ein gewisses Wissen mitbringen. Das heißt, ihr werdet so schon ein bisschen geprüft werden und man muss vielleicht auch schon ein bisschen drauf üben, dass man alles weiß. Und vielleicht die Serie nochmal angucken, je nachdem, um was es geht, falls man Sachen vergessen hat oder sowas. Das ist keine Übung, also die Zertifikate sollen keine Übungsaufgaben sein. Dafür gibt es die Coding Challenges, dafür werde ich Übungen veröffentlichen zu den einzelnen Aufgaben und so weiter und so fort. Genau. Dann, wie viele Projekte wird es geben? Das ist vielleicht die Frage, die den meisten auf der Seele brennt. Es wird nicht allzu viele Projekte geben, weil ich die natürlich auch so intensiv betreuen muss. Also das Community-Projekt frisst schon ein bisschen Zeit, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Und deswegen will ich da nicht zu viele Projekte haben, denn ich muss die natürlich auch echt alle betreuen. Und wenn ich zu viele Projekte habe, dann würde ich A, nicht mehr zu Videos kommen oder B, die Projekte würden einfach zu schlecht betreut werden. Das heißt, es kann nicht zu viele geben. Ich muss schauen, wie viele ich sozusagen hinbekomme. Aktuell wird es 2 Projekte geben, bei denen ihr mitarbeiten könnt. Und das ist es dann erstmal so. Und wenn ein Projekt fertig ist, dann machen wir quasi sofort das nächste, also fast sofort das nächste. Und ja, dann ist eben das dran und so weiter und so fort. Gut.
Wie sieht's aus mit eigenen Projekten? Eigene Projekte habe ich schon in dem vorgestrigen Video angeteased sozusagen. Das ist möglich, indem ihr bei mir auf die Patreon-Page guckt und dort quasi dann auswählt, hey, ich möchte ein eigenes Projekt haben. Und ja, das ist quasi da mit dabei. Warum kann ich nicht einfach immer sagen, ich betreue eure eigenen Projekte? Naja, ganz einfach, weil ich mir erhoffe, dass dadurch, also durch diese Projekte hier, durch die Zertifikate auch der Kanal ein bisschen wächst. Also sowas wie eine Coding-Challenge oder eine Hacking-Challenge oder sowas. Wäre ein wunderbares eigenes Projekt, an dem ihr auch eure Fähigkeit testen könnt oder einfach auch quasi zeigt, dass ihr was drauf habt. Das entlastet mich aber gleichzeitig. Ich könnte sozusagen, also es belastet mich dadurch, dass ich euch betreuen muss, logischerweise, aber es entlastet mich dadurch, dass ich quasi andere Aufgaben nicht mehr habe, sozusagen. Deswegen kann ich das Ganze gratis anbieten. Wo wir auch schon zu einer anderen Frage kommen. Wie viel kostet das Ganze? Nichts für euch. Aber mit Eigenprojekten ist das halt nicht so. Das entlastet mich halt null, weil es euer eigenes Projekt ist, aber es belastet mich dadurch, dass ich euch betreuen muss. Deswegen keine Eigenprojekte, außer eben über Patreon. Und da habe ich das stark limitiert. Ich glaube, ich habe es für 2 eigene Projekte, habe ich es aufgemacht. Für mehr nicht. Also sonst ist es zu viel auf jeden Fall. Okay. Also wir machen ja das Ganze als Teamprojekt, häufig zumindest. Manchmal sind auch Einzelprojekte dabei, werdet ihr auch sehen, haben wir schon eins davon. Eins von den beiden Projekten ist ein Einzelprojekt. Was ist, wenn einer dieses Teamprojekt verlässt? Oder was ist, wenn, ja, was passiert, wenn einer keinen Bock mehr hat? Oder was passiert, wenn einer die Prüfung nicht besteht, die Theorieprüfung? Wenn jemand die Theorieprüfung nicht besteht, dann wird einfach direkt der Nächste gefragt, ob er Bock hat auf eine Theorieprüfung und sozusagen direkt ersetzt. Und so ist es eben auch, wenn jemand nicht das Projekt zu Ende bearbeitet, dann wird ein neuer reinkommen, der dann mithilft, das Projekt zu Ende zu bearbeiten. Zumindest, wenn das Team es nicht alleine schaffen würde, sagen wir mal. Also das heißt, wenn wir irgendwie sagen, 5 Leute bearbeiten diese Aufgabe, einer hat keinen Bock mehr und verlässt nach 3/4 die Aufgabe und dann noch jemand Neues zu bringen, würde irgendwie nichts bringen, weil der sich noch einarbeiten müsste und das Team entscheidet dann, hey, wir haben keinen Bock auf jemand Neues, wir machen das als 4 Leute zu Ende, dann machen wir das natürlich nicht. Der Leaver bekommt dann aber natürlich, also der das Team verlässt, bekommt dann natürlich sozusagen wie in der Uni eine 5-0, also quasi keine Bescheinigung. Das heißt, ja, das ist eben, man muss schon die Aufgabe beenden, um dann auch wirklich diese Bescheinigung zu bekommen. Okay. Was ist mit theoretischen Serien? Das heißt, solche Sachen wie vielleicht Pentesting. Nein, Pentesting ist alles andere als theoretisch. Ich werde versuchen, irgendwie mit Unternehmen Kontakt zu knüpfen, die dann auch euch die Aufgabe geben, ihre Seiten zu pentesten. Und das ist auch wirklich was ich noch machen will. Allerdings muss ich dann noch gucken, wie kann man das Ganze überprüfen, ob ihr auch wirklich erfolgreich sozusagen einen Pentest durchgeführt habt oder nicht. Was natürlich nicht ganz so einfach ist, man findet nicht immer was, das ist einfach ganz normal, aber da habe ich auch schon eine wunderbare Idee. Allerdings, die aktuellen Dinger sind nicht zum Pentesten da. Das wird aber kommen, keine Sorge. Jetzt, was ist mit theoretischen Serien? Sowas wie Kryptographie zum Beispiel. Für Kryptographie kann man sich auch Praxisaufgaben ausdenken. Ich denke da an Aufgaben in Form von Hacking-Challenges, beziehungsweise dann Krypto-Challenges. Also auch das, da seid ihr gecovert sozusagen. Was ist mit Netzwerktechnik oder Mathe oder Machine Learning? Machine Learning kann man wunderbare praktische Aufgaben machen, alles kein Problem. Mathe, ja, da werden wir erstmal nichts haben, weil also Mathe gibt es natürlich bei meinem Kanal quasi noch gar nicht. Das müsste sowieso erstmal kommen, aber Mathe ist so ziemlich das Theoretischste, was ich irgendwie mir überlegen kann. Wenn es wirklich so theoretisch ist, dass ich keine praktische Aufgabe für euch kriegen kann, dann kann ich euch da auch erstmal nicht prüfen drin. Ich überlege mir da was, beziehungsweise ich habe mir schon was überlegt, in Form von Challenges das Ganze als Zertifikat zu machen. Allerdings ist das nicht so einfach. Das heißt, erstmal werdet ihr auf die wirklich rein theoretischen Serien verzichten müssen, als Zertifikat sozusagen. Was aber meiner Meinung nach nicht allzu schlimm ist. Es gibt genug, was ich euch geben kann als Zertifikat. Gut. Kommen wir zu dem nächsten großen Punkt, und zwar, wie sieht es mit aktuellen Projekten aus? Ich habe schon angeteasert, das Community-Projekt ist sozusagen das größte. Das läuft auch schon seit einer Weile, aber wir hatten da ein paar Schwierigkeiten, weil es ist natürlich das erste Projekt, das wir so gemacht haben und vor allem so öffentlich gemacht haben. Das heißt, wir hatten einen riesigen Andrang an Leuten, aber mussten halt erstmal die Pipeline sozusagen ins Rollen bringen. Und die ganze Infrastruktur musste stehen und so weiter und so fort. Deswegen ist da erstmal eine Weile wenig passiert, außer in der Organisation. Da war es wirklich viel, was wir gemacht haben. Und ja, mittlerweile sind wir soweit. Es gibt tatsächlich Fortschritte und man kann sich auch das Ganze schon angucken.
Und da möchte ich euch dann wirklich einfach bitten, mal kurz in die Links zu klicken von der Beschreibung und da mal kurz reinzugucken, was eigentlich das Community-Projekt aktuell macht. Ich verlinke natürlich auch die Videos zum Community-Projekt für die Leute, die vielleicht noch nichts mitbekommen haben. Wir haben auch schon eine Domain und so weiter und so fort. Vieles läuft noch lokal, das heißt, wundert euch bitte nicht, wenn ihr vielleicht nicht alles irgendwie testen könnt oder sehen könnt, aber die Entwicklung geht voran. Was uns jetzt fehlt, sind Entwickler, die auch wirklich Ahnung haben von dem, was sie da gerade tun. Wir haben einige tolle Entwickler, die möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber wir brauchen natürlich immer mehr. Und ich dachte mir, das ist eine wunderbare Gelegenheit, um sozusagen Zertifikate zu vergeben. Das heißt, wir haben natürlich Entwickler, aber die könnten auch ein bisschen Unterstützung vertragen. Und das große Problem, was wir häufig hatten, waren, dass manche Leute einfach reingekommen sind und quasi kein Vorwissen hatten von Python oder sowas und sich dann halt erstmal alles anlernen mussten und dann währenddessen, also während dem Lernen sozusagen gemerkt haben, oh, ist vielleicht doch nichts für mich, ist echt krass viel, was wir da brauchen, ich steige aus. Und viele haben auch einfach keine Motivation mehr gehabt, am Community-Projekt mitzuarbeiten vielleicht und sind deswegen rausgegangen. Und deswegen will ich mit den Zertifikaten einfach A, die Motivation bringen und B, gleichzeitig für die Leute, die schon drin sind in einem Team, nicht Leute reinzubringen in das Team, die eigentlich keine Ahnung haben von Python sozusagen und erstmal alles lernen müssen, auf die man sich dann quasi verlassen müsste. Das ist das große Problem. Dass ihr das lernen müsst, ist absolut kein Problem, aber dass wir quasi euch in ein Team reinstecken, das war einfach von mir quasi der Denkfehler. Ich kann euch nicht in ein Team reinstecken und dann soll sich das Team auf euch verlassen, aber ihr müsst euch erstmal einarbeiten. Das ist so das große Ding. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen die Theorieprüfung als ersten Schritt, um dann zu testen, okay, ihr könnt das eigentlich schon und euch dann direkt in ein Team reinzupacken. Und das ist so das, was wir überlegt hatten. So, deswegen gibt es jetzt auch hier mehrere sozusagen Stellen zu vergeben. Das heißt, wir suchen 5 Leute im Frontend, die sich mit HTML, SCSS bzw. CSS und SCSS auskennen, JavaScript, TypeScript und Angular, wobei im Endeffekt das, was wir im Endeffekt haben wollen, ist Angular und das, was davor steht, also HTML, CSS, gut, SCSS nicht unbedingt, JavaScript und TypeScript, das sind so die Dinge, die wir für Angular brauchen. Genau, das ist so der erste Punkt, den wir hier so haben wollen, also quasi 5 Leute fürs Frontend und 5 Leute im Backend, die sich mit Python und mit Python Flask auskennen. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt ihr mich einfach an. Und dann, wie gesagt, machen wir eine Gruppe auf und ihr könnt da quasi miteinander drüber reden und so weiter und so fort. Und vielleicht auch gemeinsam auf die Prüfung lernen. Das ist vielleicht auch ein cooler Punkt, den ich mir da so überlegt habe. Ihr könntet auch gemeinsam irgendwie so eine Lerngruppe bilden, um dann eben auch besser zu werden. Und dann machen wir Einzelprüfungen. Also ich mache nicht irgendwie eine Teamprüfung, das macht keinen Sinn, sondern ich prüfe euch einfach einzeln in der Theorie. Und dann werdet ihr in ein Team reingesteckt im Community-Projekt und lernt die ganzen wunderbaren Leute da kennen, die da schon mitarbeiten. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn ihr da Kontakte knüpfen könnt, vielleicht auch was Neues lernen könnt und von anderen Leuten dann eben auch lernen könnt. Die sind nämlich alle super nett da. Kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Okay, und dann haben wir noch ein weiteres Projekt. Und zwar die The Morpheus Startpage. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass the-morpheus.de aktuell euch bloß auf YouTube auf meinen Kanal umleitet, weil da eigentlich alles verlinkt ist. Allerdings haben wir hier auf dem Kanal mittlerweile so viele Projekte gemeinsam gestemmt, dass ihr natürlich auch einfach, vielleicht keinen Überblick mehr habt, was es eigentlich alles gibt. Und deswegen möchte ich mit einem von euch im Frontend zusammensetzen und vielleicht mal klären, ob man da eine Startpage machen könnte, die einfach gut aussieht und wo man dann sofort alle Informationen auf einen Schlag findet. Und das wäre so ein bisschen, für mich quasi eine tolle Idee, wie ihr dann auch schneller alles findet. Also ich meine, viele wussten vielleicht nichts vom Community-Projekt, haben auf die Webseite geklickt, wurden dann zum Kanal weitergeleitet und dachten sich, ja, what the fuck, das bringt mir rein gar nichts. Genau, dafür soll die Startpage sozusagen da sein. Auch zum Beispiel das Battle of AI ist sowas, was halb in Vergessenheit geraten ist. Gut, die Coding-Challenges nicht, aber da haben wir auch natürlich immer einen Server oder eine Website quasi, wo ihr dann immer was machen könnt. Und die Sachen sollen da alle so verlinkt werden. Und im Endeffekt ist es nur Frontend, man muss im Backend nicht wirklich was machen. Aber es soll schön aussehen und deswegen auch nur eine Person, weil es halt wirklich eigentlich eine kleine Aufgabe ist. Und einfach mich anschreiben, die Technologie hier ist frei wählbar, ihr könnt mit Bootstrap arbeiten, wenn ihr das könnt.
Habe ich noch keine Serie dazu gemacht. Ihr könnt mit Angular arbeiten, ist euch überlassen. Ihr könnt auch einfach wirklich raw HTML und CSS schreiben, sofern es gut aussieht am Ende, alles kein Problem. Cool. Ja, und für alles Weitere bedanke ich mich schon mal bei euch, dass ihr so fleißig immer dabei seid. Wenn ihr Bock drauf habt, wie gesagt, einfach mich anschreiben und bitte die Beschreibung lesen. Ich habe höchstwahrscheinlich 1 oder 2 Sachen vergessen. Dann einfach da reingucken und für mehr, also ich weiß nicht genau, wie viele Projekte wir jetzt vielleicht noch im Nachhinein veröffentlichen können, aber vielleicht werde ich noch 1 oder 2 Projekte direkt im Anschluss jetzt an dieses Video, also in ein paar Tagen oder sowas veröffentlichen können. Das wird sich dann zeigen, müssen wir mal abwarten. Und vielleicht auch erst in einem Monat oder in 2 Monaten wird sich dann alles zeigen. Das heißt, wenn ihr es irgendwie nicht tut, verfolgt bitte auch meine Textposts oder Twitter oder Facebook oder was euch am liebsten ist. Genau. Und ja, wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare oder in Discord oder ich meine, ihr wisst mittlerweile, wie ihr mich erreichen könnt. Ihr könnt mich quasi überall erreichen. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.